Hallo, da bin ich wieder. Letztes Mal haben Medizininfluencer für meine komplett erfundene Krankheit Werbung gemacht. Meine Nase ist immer noch nicht so ganz fit. Dadurch habe ich mich tatsächlich wieder an was erinnert, was ich im Studium schon gelernt hatte. Und das Ganze hat einen Namen, und zwar die postvirale nasale Hypersensibilität. Und obendrein noch meine super peinliche Nasenflöte promotet, die angeblich dagegen helfen soll. Ich führe gern mal vor. Ich selbst leide an einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, deshalb nutze ich das Nasefon. Da frage ich mich doch wirklich so langsam, wie sehr muss man es auf die Spitze treiben, damit Medizininfluencer sagen, ne, dafür kann ich nicht werben. Genau deshalb treiben wir es heute mal auf die Spitze. Ich habe nämlich noch ein kleines Ass im Ärmel, denn seit über 5 Jahren ziehe ich ein Instagram-Profil hoch von einem erfundenen Medikament, nur um dann zu schauen, ob Medizininfluencer dafür Werbung machen würden. Ich sage es euch ganz ehrlich, heute wird's absurd. Eine Sache, die ist auch bei Medizininfluencern unumstritten, und zwar, dass Wasser gesund ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es gerade bei diesen heißen Temperaturen immer wieder schwer, genügend Wasser zu trinken, weil ich finde pures Wasser irgendwann ziemlich langweilig. Aber eine Sache, die hilft mir, damit es nicht mehr so langweilig ist, nämlich meine Air-Up. Das Prinzip kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ihr trinkt ganz normales Wasser und der Geschmack entsteht hier oben nur über den Duft in den Pots. Also kein Zucker, keine Kalorien, keine künstlichen Zusätze, einfach nur Wasser mit Geschmack. Mir persönlich fällt es dadurch wesentlich leichter, über den Tag verteilt genügend Wasser zu trinken. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen wieder so extrem sind, ist das für mich wirklich Gold wert. Außerdem geht es ja für viele von euch jetzt wieder zurück in die Schule, an die Uni oder ins Büro, und da macht es natürlich Sinn, auch seine eigene Wasserflasche dabei zu haben. Die Air-Up Klickflasche passt auch perfekt in jeden Rucksack, ist auslaufsicher und mit einem Klick geöffnet, falls du unterwegs mal einen Schluck trinken möchtest. Und wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, es lohnt sich immer wieder bei Air-Up vorbeizuschauen, denn dort gibt es regelmäßig neue Aktionen und Angebote, außerdem immer wieder neue Flaschendesigns und auch mal limitierte Editionen. Und am meisten sparst du dort mit meinem Code Marvin, denn da gibt es aktuell endlich wieder 10% Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du wie immer in der Infobox oder scan einfach hier den QR-Code. Wahnsinn und Genie liegen bekanntlich dicht beieinander und wir brauchen heute definitiv mehr von Letzterem, denn unser Medikament muss 3 Sachen können. Es muss aussehen wie Wellness, es muss klingen wie Medizin und es muss am Ende so verwerflich sein, dass alle Ärzte da draußen sagen, nee, dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Und auf der Suche nach einem Produkt, das genau diese 3 Attribute erfüllt, bin ich fündig geworden. Nämlich bei YouTubes größten Genies. Für maximale Verwerflichkeit im Ring, ApoRed mit dem Bombenprank. 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Karte Nummer 2 für maximale Würdelosigkeit. Simon Desue und das Baden in Nutella. Nutella Wasserbombe, geht immer klar. Let's go! Und wenn diese beiden Genies miteinander fusionieren, dann bekommt man Roche Vira, spreng deine Viren weg. Die erste Badebombe für alle, die bei Erkältung nicht zur Apotheke wollen, sondern lieber direkt ans Dessertbuffet. Für ein Badeerlebnis, das dich vielleicht nicht heilt, aber wenigstens mal wieder so richtig dreckig macht. Damit du auch endlich genauso dreckig bist, wie du dich jetzt schon fühlst. Bei Fragen und Nebenwirkungen fragen Sie bitte nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Die sind nämlich vielleicht von uns bezahlt. Grüße! Hier ist der Jesse Pinkman von YouTube. Die Leute haben wahrscheinlich in der Bahn gedacht, ich will wirklich Crystal Meth kochen. Ich habe alles dabei für unser kleines medizinisches Missverständnis, sage ich mal. Das heißt, wir werden jetzt hier mal die Badebomben zusammenschustern. Mal gucken, ob das was wird. Chemieunterricht 6. Klasse. Ich wurde vor die Tür geschickt. Heute wird sich's rächen. Und dann würde ich mal sagen, Backe, Backe, Kuchen, der Marvin hat gerufen. Los geht's. Also, ich brauche 250 Gramm Badebombenmischung. Und ich habe keine Waage. So, Hammermeliswasser. 30 Gramm. 3 Milliliter Schokoöl. 1 Teelöffel. So weit gehäuft, dass es ein Esslöffel ist, weil ich keinen Esslöffel habe. Kakaopulver. Ein paar Tropfen schokobraune Seifenfarbe. Jetzt wird das Ganze noch vermengt. Das sieht doch, schon gut aus. Aber irgendwie sieht und fühlt sich das eher an wie ein Haufen Scheiße. An der Stelle hoffe ich natürlich, dass ihr meine Videos nicht scheiße findet und lasst direkt mal ein Abo da. Oder? Jetzt habt ihr auch mal die Zeit dafür. Ich zeige euch nochmal diese wunderschöne Masse und in der Zeit geht ihr runter und klickt auf den roten Button. Einfach abonnieren. Seid hypnotisiert. Egal, ich hoffe, ihr habt abonniert. Danke, Mann. Das hier ist jetzt die Form für unsere Badekugel, die wir einfach befüllen. Normalerweise kann man die zusammenklicken und dann halten die. Ich mach mal hier die Mitte frei.
ähnlich wie bei so einem Center Shock Kaugummi, ist die wahre Magie nämlich in der Mitte. Und jetzt kommt unsere Geheimzutat, das Xanthangam dort rein. Das ist am Ende das Pulver, das die gesamte Wanne in ein Schleimbad verwandeln wird, dass Sie wirklich denken, dass Sie in Ihrem eigenen Durchfall baden. Und das kommt hier in die Mitte. Wir müssen natürlich auch unser neues Produkt einmal testen. Und das Versuchkaninchen ist der Chef selbst. Zwischen Mülltonnen und Gullideckeln, gehe ich in ein eiskaltes Kinderbad. Kann man kurz warten, dass ich mich an die Temperatur gewöhne? Komm, Abfahrt. Ja. So sollen die Influencer bei sich zu Hause in der Badewanne sitzen und dann ihre Badekugel dazugeben. Ich bin mal gespannt, ob unser Ergebnis aufgeht, denn jetzt müssten wir ein schleimiges Bad haben. Also es riecht zwar so ein bisschen wie bei Sam & Desius Nutella-Bad, auf jeden Fall. Sieht das nicht geil aus? Es sieht aber nicht ansatzweise so aus. Es sieht eher aus wie Bierschiss. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen, aber siehst du das hier? Man hat halt so eine richtig ekelhafte Schleimschicht. Das ist ja furchtbar. Bei diesem ganzen Spaß muss ich einmal deutlich machen, wir verkaufen hier nicht einfach irgendeine Badebombe, die man im Drogeriemarkt kaufen kann, sondern wir behaupten, dass es sich dabei um ein medizinisches Produkt handelt. Und ein richtiges Medikament, das braucht natürlich auch eine seriöse Website und die könnte man jetzt so clean, langweilig aufziehen, helle Farben, ein paar glückliche Rentner, die diese Medizin nehmen. Oder wir machen das Ganze richtig cool und verkaufen unsere Badebombe so ein bisschen wie das Paracetamol als Lifestyle-Produkt. Auf unserer Website findet man auch eine richtig wilde Story, warum unsere Badebomben das Patentrezept bei Nasenbeschwerden sind. Denn wir haben uns eine kleine Story ausgedacht über diese wunderschönen süßen Äffchen. Die gibt es wirklich, die baden auch wirklich sehr, sehr gerne. Wir haben uns aber ausgedacht, dass manche Affen von denen länger leben als ihre Artgenossen. Und dann kam ein japanischer Forscher um die Ecke, wir nennen ihn einfach mal Hiroshira, und der wollte das Ganze untersuchen. Und dieser japanische Forscher hat auch die Lösung gefunden, denn es gibt eine wilde Beere, die in Japan wächst, die in das Wasser fällt, fermentiert, und da kommt unsere Geheimzutat raus. Und diese Beere nennt sich Wairudohaji-Beere. Oder einfach mal mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzt, wilde Hage. Das reicht uns natürlich aber noch nicht an Absurdität. Wir haben auch noch ein paar Easter Eggs versteckt. Und zwar haben wir ein paar Bewertungen auf unserer Website, natürlich nur positive für unsere Badebomben. Und die erste kommt vom Scheiße Ösiland, sprengt euch weg. Meme. Und der sagt Folgendes: perfekt, um nach einem langen Tag auf der Autobahn wieder zu entspannen. Außerdem haben wir auch eine positive Bewertung von August Glock bekommen, von Charlie und die Schokoladenfabrik. Und der ist für mich wirklich der einzige OG, wenn es ums Schokoladenbaden geht. Und als letztes Easter Egg sind natürlich auch die Gründer selbst erfunden und erstunken und erlogen. Ich muss schon lachen, weil ich dieses Bild hier im Hinterkopf habe. Das hier sind unsere Gründer und Experten, nämlich Simon Desue, leicht verändert, und der einzig wahre ApoRed, aka Herr Dr. Weißleder und Frau Dr. Ahadi. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn nur ein Influencer oder ein Management auf diese Website geht, sich diese 2,5 Seiten, die wir haben, anguckt und das nicht erkennt, dann selber schuld. Ein unseriöses Medikament braucht natürlich eins, richtig Social-Media-Accounts. Ich meine, wer kennt's nicht? Ich kaufe meine Paracetamol auch mittlerweile im TikTok-Shop. Wir haben ein Instagram-Profil und ich habe ein Ass im Ärmel. Denn schon vor 5 Jahren, 2021, hatte ich diese Idee, die wir nun endlich zum Leben erwecken lassen können. Und auch seitdem habe ich das passende Instagram-Profil. Und das erste Posting davon ist von 2021. Und so eine Legacy auf einem Instagram-Profil sorgt natürlich nicht nur für Professionalität, sondern auch für Seriosität und alle anderen professionellen Worte, die mit Ad enden. Also kurz gesagt, die Influencer könnten das halt hier für bare Münze nehmen, einfach nur weil dieses Profil so lange existiert. Das heißt, heute gehen die ganzen Anfragen raus und ich bin sehr gespannt, für welchen Medizin-Influencer das hier ausreicht, damit er dafür Werbung macht. Weil derjenige muss am Ende in unserem klebrigen Schleimbad baden. Und ich sag mal ganz ehrlich, am Ende sieht es aus, als ob er in seinem eigenen Durchfall sitzt. Das sind Arzt und Apothekerin. Und ja, die beiden sind wirklich Arzt und Apothekerin. Also zusammen über 10 Jahre Studium, um sie am Ende dazu zu entscheiden, Videos wie das hier zu machen. Heute ist wieder Freitag, heute wieder richtig. In ihrer Bio schreiben sie unübersehbar: zu Risiken und Nebenwirkungen fragt uns. Und das machen über 150.000 Menschen offenbar wirklich. Dabei bewerben die beiden auch fleißig Medizinprodukte.
Und das ist als Arzt in Deutschland ja eigentlich gar nicht mal so einfach. Das habe sogar ich inzwischen gelernt. Was für ein Glück für die beiden also deshalb, dass unser Arzt online angibt, in Panama zu arbeiten. Jetzt muss das Ganze natürlich nur noch aussehen wie ein echtes Influencer-Paket. Und die hauptsächliche Magie, die erzeugen wir mit jede Menge Füllmaterial. Und zeitgleich wird unsere Badekugel auch gepolstert. Die müssen wir jetzt auch noch verpacken. Dafür haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben wunderschöne Kartons organisiert, die auch irgendeine ganz spezielle Falttechnik haben. Wir haben natürlich hier auch noch so wunderschöne Etiketten gemacht, die hier rangeheftet werden, um dem Ganzen noch eine persönliche Note zu verleihen. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen und genauso könnte ich mir auch vorstellen, steht das zukünftig mal in der Apotheke eures Vertrauens. Hier drauf befindet sich aber noch ein kleines Easter Egg. Wer von euch hat es vielleicht gefunden? Richtig, es geht um diesen QR-Code auf der Rückseite. Scannt den alle gerne mal jetzt mit mir ein. Das ist quasi Mitmachfernsehen hier. Ich mache das jetzt auch mal und ich lande auf Spotify und zwar auf unserer eigenen kleinen Playlist, die man anmachen kann, wenn man in unserer Badebombe badet. Das Ding ist nur, ja, wenn man da mal ganz genau hinguckt und sich mal so die Lieder durchliest, dann steht da, du wirst gerade jetzt offiziell reingelegt und hast es nicht kommen und gehen sehen. Wird man vielleicht überfliegen, wenn man sich diese Playlist anguckt, aber ein kleiner Hinweis, dass du Wurst hier verarscht wirst. Na, Svenja, sabadabibibaba. Au. Zack, dann wird das jetzt gleich noch zugeklebt, dann kommt das Etikett drauf. Und heute holt das hier schon der Lieferant ab. Und dann geht's ab nach Zypern. Blöd ist nur, wenn man vergisst, den Namen dieser Fake-Firma ans Klingelschild zu machen und der DHL-Expressbote uns nicht findet. Der ist ohne das Paket wieder abgehauen. Deswegen bin ich schnell zur Filiale geflitzt. Das Paket wird jetzt hier abgegeben. Und dann geht unsere Badekugel auf die große Reise. Und ich bin gespannt, ob wir es beim Influencer in der Story sehen. Heute ist es soweit, ich sollte eigentlich die Werbung von Arzt und Apothekerin bekommen. Ich habe tatsächlich auch gerade eine Mail erhalten. Aber da ist keine Videodatei drin, sondern ein Anwaltsschreiben. Damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Und da steht drauf, insgesamt gehen wir nach allen Vorherstehenden davon aus, dass es sich bei der Marke Hirosh Vira nicht um ein echtes Unternehmen handelt. Jedenfalls erfüllte die Marke nicht die Ansprüche, welche meine Mandantschaft für ihre Vertragspartnerschaft stellt. Deswegen erkläre ich hiermit namens meiner Mandantschaft die Kündigung. Vorsorglich auch die Anfechtung. Besser spät als nie. Gerade noch mal so die Kurve bekommen und noch mal einen Background-Check gemacht, ob es die Marke Hirosh Vira auch gibt und alle Easter Eggs gefunden. Also Chapeau, kann ich nichts gegen sagen. Parallel dazu standen noch einige weitere Influencer-Anfragen aus. Während die meisten wirklich einfach unbeantwortet blieben, gab es bei einer eine Antwort. Wir haben 2 Medizin-Influencerinnen angefragt und wir haben eine E-Mail vom Management bekommen. Und die haben es voll smart gemacht und haben so reingeschrieben, ja, stellt euch das Placement ungefähr so vor. Haben dann einen Download-Link von WeTransfer gemacht mit einem Video. Und da ist halt einfach der Manager drauf abgebildet. Ich glaube, wir wurden gebastelt. Hirosh Viras Badebomben sind wirklich der absolute Wahnsinn. Sie haben mir zwar nicht bei dieser Lippe hier geholfen, aber sie haben mir einen wirklich unterhaltsamen Abend beschert, nämlich beim Durchlesen des Briefings. Und ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ist es Marvin Wildtag oder irgendein Investigativformat? Wenn man in Uniform öffentlich auftritt, dann genießt man ein besonderes Vertrauen in der Bevölkerung und diesem muss man auch gerecht werden. Deswegen ist es als Creator immer wichtig, authentisch zu sein und nicht mit dem Vertrauen zu spielen, indem man zum Beispiel unseriöse Anfragen einfach nur des Geldes wegen annimmt. Ja, besser kann man sowas nicht auffliegen lassen, oder? Gute Arbeit, lieben Gruß an das Management. Haben sie alles gecheckt, kann ich nicht meckern. Und ich sag's euch ganz ehrlich, an der Stelle habe ich wirklich gedacht, jetzt ist es aus und vorbei. Ich habe es übertrieben, das Produkt ist einfach zu absurd. Da würde nicht mal Calvin Klein würde dafür Werbung machen, weil es einfach so unseriös ist. Habe ich zumindest lange gedacht. Das sind Medicine X Care. Für ihre über 250.000 Follower gibt es die beiden nur im Doppelpack. Und sogar mit echter medizinischer Expertise. Einmal Pflegerin, einmal Ärztin. Normalerweise bekomme ich ja von Marvin immer so lange Hausarrest, bis ich irgendwas schön Absurdes über unsere Influencer sagen kann. Aber bei den beiden muss ich ehrlicherweise zugeben, bisher sind die beiden eigentlich noch nie wirklich negativ aufgefallen. Einige von euch kommentieren ja immer, dass wir absichtlich nur Leute auswählen würden, die sowieso alles bewerben. Wollte ich euch noch ein Produkt zeigen, was ich letztens bei meiner Mutter in Salzburg entdeckt habe. Genau deshalb haben wir dieses Mal ganz bewusst auch echte Profis angefragt. Ihr Content besteht vor allem aus echter medizinischer Aufklärung. Zum Beispiel erklären sie, wie man viele Arzneimittel schon anhand der Endung einer bestimmten Wirkstoffgruppe zuordnen kann.
Das lernt man normalerweise erst in der 7. Klasse. Eigentlich müssten Sie also sofort merken, dass die geheime Zutat unserer Badekugel, das Verdickungsmittel Xanthan-Gum, da ganz sicherlich nicht zugehört. Das Management von Medicine X Care hat uns dann auch zugesagt und hat gesagt, die beiden finden Hiroshvira super spannend. Nur das Problem ist, sie dürfen natürlich keine Heilversprechen machen. Scheinbar wissen sie das. Aber im selben Atemzug schreiben sie auch, wir finden sicher eine Möglichkeit, das Ganze gut einzubauen. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Dementsprechend ging deren Story online. Gerade ein Paket erreicht, ich habe schon kurz reingeloopt. Und zwar von Hiroshvira. So coole Badebomben haben sie. Das ist ein Berliner Unternehmen, das so medizinische handgemachte Badebomben herstellt. Oh, das riecht schon so gut nach Kakao. Die schreit einfach nach Self-Care. Moi. Handmade and vegan. Boah, die ist richtig groß und schwer. Diese Badekugel ist wirklich ein bisschen zu groß geraten, aber das steht natürlich auch für unsere Marke. Hiroshvira, da kriegst du noch richtige Pharmaqualität und eine richtig fette Mogelpackung und am Ende eine richtig glitschige Schicht Schokolade auf der Haut. Im Hintergrund jetzt schon die Badewanne ein, damit wir das auch wirklich zusammen testen. Das Spannende ist, die Gründer sind in Japan aufgewachsen und sind beides Ärzte. Naja, so fast. Der eine sitzt gerade im Knast und der andere ist gerade auf der Flucht. In diesen Badebomben ist so eine spezielle, also das Geheimnis steckt in einer spezielle Pflanze, ich muss es leider ablesen, weil ich kann es mir nicht merken, die Vairudo-Hachi-Pflanze. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Nein, wirklich, das war überraschend gut und übersetzt bedeutet das Ganze nichts anderes als wilde Hage. So haben wir zumindest unsere kleine japanische Fantasiebeere genannt. Und die bildet eben diesen Xanthan-Gum. Und dieser Xanthan-Gum spendet eben richtig schön Feuchtigkeit. Aber wir werden das jetzt in die Wanne geben. Wow. Da meldet sich auch schon direkt unsere interne Qualitätskontrolle. Ich muss ganz ehrlicherweise gestehen, ich habe jedes Mal diese Badebomben nach Anleitung gebaut. Es hat wirklich nie so richtig geklappt. Also wenn die nicht schon beim Trocknen zerfallen ist, dann spätestens, als ich sie in den Versandkarton gepackt habe. Dass unsere Fake-Firma es jetzt als Pharmaunternehmen nicht mal schafft, ihr einziges Produkt heile auszuliefern, das hätte streng genommen auch irgendwo ein Zeichen dafür sein können, dass das nicht so seriös ist. Aber ich lerne, nächstes Mal packe ich vielleicht einfach direkt die Influencer-Gage in bar als Schein, als Füllmaterial mit rein. Dann kommt das Heile an. Also Leute, Fazit, ich bin fresh aus der Badewanne und meine Haut ist so soft und weich. Ich brauche nicht mal irgendeine Bodylotion oder so, dafür bin ich immer viel zu faul. Also für den nächsten Selfcare-Tag braucht ihr unbedingt diese Badebomben oder für ein Geschenk finde ich es auch immer so eine gute Idee. Also schaut unbedingt mal unter dem Link hier vorbei. Ich verlinke euch Hiroshvira hier. Und somit hat eine ausgebildete Pflegerin ihren 260.000 Followern unser völlig ausgedachtes Medikament empfohlen. Und das als Medizininfluencerin, auf deren Meinung man doch vertraut. Und am Ende bewirbt sie dort ein Arzneimittel mit angeblichen Werbeversprechen, die von vorne bis hinten erfunden sind. Aber die Frage ist doch eigentlich, ist es jetzt einfach nur eine Medizininfluencerin, die es nicht besser wusste und einfach einen schlechten Rat verbreitet hat? Oder hat sie damit sogar geschickt das Gesetz ausgehebelt? Die Pflegerin, die versucht hier offenbar einen juristischen Spagat, indem sie das angebliche Arzneimittel als reines Wellness-Produkt verpackt, um dem strengen Heilmittelwerbegesetz zu entgehen. Rechtlich geht der Plan aber überhaupt nicht auf. Auch wenn sie vielleicht kein ganz direktes Heilungsversprechen macht, wird das Produkt über einen medizinischen Account präsentiert. Und der Gesamtkontext ist einfach entscheidend und dieser suggeriert den Followern eine gesundheitliche Relevanz und dies schlichtweg gelogen. Es bleibt unlauterer Wettbewerb, irreführende Werbung. Auch Pflegekräfte haben natürlich eine berufliche Verantwortung. Wer das Vertrauen in medizinische Berufe für derartige Täuschungen missbraucht, muss mit Unterlassungsklagen rechnen. Zum Abschluss ist mir noch eine Sache wichtig. Ich möchte natürlich nicht hier alle Medizininfluencer über einen Kamm scheren. Meine Recherche hat mir auch gezeigt, dass es darunter genug Leute gibt, die alles bis aufs letzte Detail prüfen und für diese Kampagnen auch abgesagt haben. Aber nichtsdestotrotz hat sich ja für jedes meiner absurden Produkte am Ende ein großer Medizininfluencer gefunden. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wo Anzeige draufsteht, ist nun mal auch Werbung drin, egal wie sympathisch man dabei lächelt. Wer wirklich einen medizinischen Rat braucht, sollte da nicht auf irgendwelche fremden Leute im Internet vertrauen, sondern zu einer echten Ärztin oder einem echten Arzt gehen, auch wenn es manchmal nervig ist, auf einen Termin zu warten oder später im Wartezimmer zu sitzen. Wo ihr allerdings nicht auf den nächsten Termin warten müsst oder euch die Zeit im Wartezimmer vertreiben müsst, ist auf diesem Kanal. Lasst also jetzt schon mal ein Abo da, denn einige der betroffenen Influencer aus dieser Serie haben sich bei mir gemeldet und zwar nicht auf die nette Art und Weise. Ich sag mal so,
Das nächste Video, das hat's nochmal in sich. So eine E-Mail von einem Influencer habe ich noch nie bekommen. Sorry, interessiert mich nicht, denn meine Glaubwürdigkeit und Transparenz muss ich niemandem beweisen. Aber auf Alina reagiert. Daraufhin hat mir jemand, der behauptet, vom Management zu sein, rechtliche Schritte angekündigt. Also eine 3-Stunden-Frist mit Anwälten im CC. Alina hat sich dir als Ärztin vorgestellt. Das ist sie aber gar nicht.